Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Stand der Dinge Video. Ich habe die Woche leider nicht so viel gepaintet, wie ich gerne wollte. Aber das ist nicht schlimm, denn ich dachte, ich zeige dir einfach das, was ich gepaintet habe und mache danach so ein kleines Mini-Bildchen, wo ich ein bisschen was vielleicht von der Woche erzähle. Und wenn du Lust hast, bist du nach meinem Stand der Dinge gerne dazu eingeladen, mir ein bisschen zuzuhören, mitzupainten, mitzustricken, zu häkeln oder irgendwas anderes zu machen. Ganz wie du möchtest. Ja, du siehst es, ich habe hier jetzt erstmal nur 3 Bilderchen liegen. Und an diesen 3 Bildern habe ich die Woche über gepaintet. So. Das erste ist das von Diamond Art Club, der Otter Spirit. Da bin ich bis jetzt auf Stand. Das habe ich probiert immer zu painten. Hier ist noch ein Steinchen. Immer zu painten, dass das sozusagen aktuell ist. Die Zahl von heute fehlt noch, aber das ist nicht schlimm, die hole ich nach. Ja, das sind einmal die Daten zu dem Bild. Das Bild painte ich ja zum Event von Heike, Happy Summer Feelings, wo jeden zweiten Tag eine Zahl gezogen wird und dann wird die gepaintet. Ich finde, so kommt das Bild super schön raus, lässt sich auch schön painten. Hier bei den dunklen Farben, das sind 2 oder 3 sind das. Da ist es ein bisschen tricky. Da brauche ich jetzt mein Lightpad immer, weil wenn ich das dann abends painte, habe ich nicht mehr so gutes Tageslicht und dann habe ich gemerkt, mit dem Lightpad, da hat der Stein hingehört, Entschuldigung, mit dem Lightpad funktioniert das besser. Da ist er, der Stein. Warum bist du denn abgegangen? Bist du... Ja, der ist unten drunter hohl. Also der hat keine glatte Auflage und deswegen ist der mir da wieder abgesprungen. Aber ist nicht schlimm, ich habe hier einen anderen 310er liegen. Dann kommt der da jetzt rein. So, und der bleibt weg. Ja, das Bildchen hat 62 Farben und ist, wenn ich es schaffe, Ende des Monats fertig, da das Event 2 Monate geht. Und ich denke mal, Ende des Monats ist es dann fertig. Ja. So, das war einmal der Otter Spirit. Dann habe ich noch gepaintet. Moment, ich muss das kurz ein bisschen rüberlegen. So. Dann habe ich noch gepaintet an dem Mystery von Karat Art. Ich zeige es dir gerade. Achtung, ich drehe um. Ja. Da kamen, glaube ich, 2 Felderchen dazu. Ich muss mal gerade schauen. Eins ist wieder runtergeflogen. 3. Gut. 3 Felderchen habe ich geschafft. Aber das ist auch nicht so, weil hier, das war ja 1, 2 und dann hier das 3. Hier ist ja viel von einer Farbe gewesen und deswegen war das relativ gut zu painten. Ja. Hier liegen die Steinchen super. Hier ist auch so ein Mischmasch aus dem neueren Schliff von dem weißen hier und dem alten Schliff oder dem normalen Schliff. Ich weiß nicht, ob man den alt nennen kann. Und ja, es liegt aber dieses Mal wirklich toll. Sehr, sehr schön.
Sehr schönes Bild. Wie gesagt, lässt sich super painten. Auch mit dem unterschiedlichen Schliff der Steinchen. 3 Felder sind es. Das ist ja das Release-Papier von oder aus dem Shop von Janine X. Ich glaube, das ist 9 auf 10. Ich weiß gar nicht, sind nicht so mega groß die Felder, obwohl doch 13 auf 9 dann. Ja, 13 auf 9. Ja, ein bisschen fehlt noch, ein bisschen mehr, du siehst es. Aber gut, ich finde, das Bild macht sehr viel Spaß und ja, mal schauen. Ja, ich drehe es wieder um, denn jetzt kommt ein anderes Bild hier noch, was ich auch mal gepaintet habe, weiter gepaintet habe. Da kam aber nur ein Feld dazu. Das ist von The One with the Diamond Art. A Little Surprise in the Snow von der Künstlerin Finira, 40 x 50. Also genauso groß wie das Mystery von Karat Art. Das von Karat Art heißt Magic Mystery. Ja. Und hier bei dem süßen Reh kam jetzt nur ein Feld dazu. Und ja, hier liegen die Steinchen auch wirklich schön. Ich finde dieses Geschenkchen hier, das kommt richtig gut raus. Hätte ich nicht gedacht. Denn wie ich das so am Painten war, dachte ich, oh, ob das gut aussieht. Aber es ist wirklich toll. Aber ja, kam das eine Feld kam dazu. Die Steinchen habe ich auch in so ein Schubkistchen. Ja, die Release Paper rutschen mir da immer runter, wenn ich es rausziehe, weil die so gewellt sind. Muss ich mal gucken, ob ich die anders hinlege oder je nachdem wie. Mal schauen. Ja. Aber wirklich schön. Auch die Aufbewahrung so ist sehr schön. Und hier ist das Release Paper da dazu. So, die Steinchen tue ich mal rüber. Also du siehst, es ist nicht so viel passiert die Woche. Aber trotzdem wollte ich dir gerne den aktuellen Stand zeigen. Das Papierchen klebe ich mir jetzt hier oben dran. Und dann mache ich mir die Folie wieder mit dem Magneten fest, weil die Folie dann ja nicht mehr da drauf haftet. Aber ich will die Folie hier noch ein bisschen drauf lassen, bis ich das alles dann, die Reihe sozusagen habe. Und dann klebe ich mir den Streifen wieder oben hin und schneide die Folie ab. Ja, das sind die 3 Bilder, die ich diese Woche gepaintet habe. So, ich hole mal kurz den einen Bügel, dann mache ich die 2 fest und hänge sie rüber. Und den Otter hänge ich auch rüber. Und dann würde ich sagen, hole ich so ein kleines Mini-Bild und ich erzähle dir ein bisschen von der Woche einfach. Mal schauen, was die Woche so gab bei mir. So, das einmal und dann der Otter noch. Die Bügel sind wirklich super praktisch. Ich mag die sehr, sehr gerne, weil die auch diesen Schutz hier haben. Also sehr, sehr schön. So, und dann dachte ich, wir könnten ja, oder ich könnte ein kleines Bildchen hier von den Minis painten von Karat.art. Da habe ich ja noch ein paar übrig und ich dachte, wäre doch schön,
wenn wir davon mal eins painten. Nehmen wir das Eis oder den Muffin? Der Muffin. Auf den habe ich ein bisschen mehr Lust. Genau, die Bilderchen lasse ich auch so da drin. Das ist schön zum Aufbewahren. Und die Farben sind im Koffer. Die, wo nicht in Döschen gepasst haben, die habe ich hier oben drin. Du siehst auch, ich habe hier in dem Koffer auch schon alles noch drin, was ich brauche zum Painten. Ein Washi-Tape, ein Schiffchen eigentlich, Wachs habe ich hier drin. Die Legende habe ich hier nochmal, also war ja zweimal drin. Ja, genau. Und auch hier dann den Namen Miniset Happy Food. Und ja, alles da, was man braucht. Jetzt muss nur noch die Kamera eingestellt werden, sozusagen. Einmal so. Und so. Ja, nach der Woche bin ich ganz froh, dass ich mal jetzt gemütlich painten kann. Obwohl, ich habe ja einiges gepaintet, also so ist das ja jetzt nicht. Aber trotzdem, ich bin gerade am Überlegen, ob ich das kleinere Schiffchen nehme oder das größere. Ich glaube, ich nehme das kleine und dann den Stift dazu. So. Ich ziehe einmal komplett die Folie ab. Und dann würde ich sagen, kann man schon loslegen. Den Außenrand mache ich jetzt nicht, weil das ist mir, ja, möchte ich nicht machen. Ich fange mit hier was hier drin an. Mit dem Häkchen. Ja, was war die Woche so los? Eigentlich an sich nicht viel, aber es hat alles seine Zeit gebraucht. Viel Arbeit. Also auf der Arbeit war sehr viel los. Hätte ich jetzt nicht mehr angenommen, da ja jetzt eigentlich die Ferien sind. Also eine Woche ja schon Ferien bei uns sind. Aber trotzdem, es war unglaublich viel los. Ach, ich weiß nicht, ob die Leute dann mehr Zeit hatten, weil sie dann ein Teil ja schon Urlaub hat und zu Hause ist. Ich weiß es nicht. Aber gut, besser man hat gut zu tun als gar nichts. Also so bin ich da immer eingestellt. Ich habe lieber extrem viel zu tun und vielleicht bleibt auch mal was liegen für den nächsten Tag, als dass ich nichts habe. Denn das mag ich gar nicht gerne. Also das ist was, damit kann ich schlecht umgehen. Ich habe gerne immer irgendwas zu tun. Auch wenn das manchmal dann nur Kleinigkeiten sind oder Sachen sind, die einen nur kurz beschäftigen, aber trotzdem, oder Sachen, ich weiß gar nicht, es gibt ja auch manchmal Sachen, die man halt nicht so gerne macht, aber trotzdem mache ich die dann lieber, als wenn ich nichts zu tun habe. Wobei das Nichts zu tun kommt relativ selten vor. Aber trotzdem bin ich auch froh drum. Ja. Ich hoffe, dir geht es gut. Du bist gesund und munter. Und alles läuft, wie du dir das wünschst oder vorstellst. Und falls es nicht so läuft, hoffe ich, dass es trotzdem gut läuft. Denn
wenn man gesund und munter ist und die Sachen, auch wenn man sie nicht so gern hat, trotzdem gut laufen, ist das schon viel wert. Ja, so ist das. Wollte dir noch erzählen, ich war die Woche einkaufen, wie ich meinen Sohn mittwochs ins Training gefahren habe. Und dann gehe ich halt gerne noch einkaufen im Discounter. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da gibt es ja manchmal so im Angebot Popcorn. So Popcorn in so einem großen Eimer. Ne? Vielleicht kennst du es. Oder hast es vielleicht schon mal gesehen. Auf jeden Fall. Popcorn gibt es bei uns nur, wenn wir mal im Kino waren. Also schon ewig lange gab es bei uns keins mehr, weil wir schon ewig lange nicht mehr im Kino waren. Und ja, ich habe das Popcorn da in dem Eimer gesehen und dachte, ach komm, die Kollegin hatte ja gesagt, dass das ähnlich wie im Kino schmeckt. Nimmst du dir mal einen Eimer mit. So, gesagt, getan. Ein Eimerchen eingeladen. Und noch dann ganz normal weiter eingekauft. Und ja, dann meine Tochter war dabei, dann sind wir mit dem Einkauf raus. Nach dem Bezahlen natürlich bin ich mit dem Einkauf von ihr dann raus ans Auto. Und ja, wir sind da so fröhlich am Einladen. Ja, und da sagt meine Tochter auf einmal, guck mal, der Eimer ist offen. Ich so, wie, der Eimer ist offen? Ich habe den doch frisch geholt, der kann ja nicht offen sein. Ja, Pustekuchen war das. Da war das unter diesem Verschluss von dem Deckel, wurde das, also man hat gesehen, dass das aufgehebelt wurde. Und ja, der Deckel war halt eigentlich offen. Aber der Originalverschluss sozusagen war noch zu. Das ist mir auch noch nicht passiert. Also, ja, da war das Popcorn schon offen. Und dann habe ich auch richtig, also der Deckel oben drüber ist ja so, ist ja durchsichtig. Und dann habe ich von oben aufs Popcorn geguckt. Ja, da hat auch schon ein Großteil gefehlt. Und da habe ich mich geärgert. Meine Güte, überall guckst du. Ja, bei Joghurt gucke ich immer, fahre ich über den Deckel, ob der richtig zu ist. Bei der Sahne mache ich das. Ja, bei den, mein Sohn isst gern diese Milchbrötchen ich weiß nicht, sind das 9 Stück oder 10 Stück da drin, keine Ahnung, in dieser Plastiktüte. Da gucke ich dann immer, ob der Verschluss richtig zu ist und so. Ja, aber dabei halt nicht. Tja, was macht man? Ich muss ehrlich gestehen, meine Tochter hatte gemeint, ey, komm, wir gehen zurück und zeigen das im Geschäft. Aber ich war ja schon draußen. Und ich war schon am Auto. So. Also habe ich nichts gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ich habe das so halt gelassen und habe es einfach weggetan, muss ich ehrlich sagen. Also ich wollte das dann auch nicht mehr essen, weil ich dann dachte, naja, wer weiß, wer da dran war, wer weiß, wer sich da hat schon was schmecken lassen, so nach dem Motto. Und deswegen habe ich es dann weggemacht. So.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig oder falsch war. Keine Ahnung. Aber ich habe das jetzt dann so gehandhabt. Und ich weiß, dass ich das nächste Mal, wenn sowas ist, direkt gucken werde. Also damit hatte ich einfach nicht gerechnet, dass das, ja, dass das jemand macht einfach. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, wenn man die Sachen kauft. Also ich bin auch hingegangen, wie meine Kinder noch kleiner waren. Und da gibt es ja auch Brezel und sowas im Geschäft. Und dann haben die eine Brezel gekriegt und dann haben die auch ein Stück von der Brezel bekommen. Aber ich habe ja die Brezel bezahlt danach. Also. Und ich muss sagen, in den Geschäften, wo wir dann waren, habe ich auch immer vorher nachgefragt. Also bevor die was, also ich habe dann die Brezel aus dem, na, wie nennt man das, aus dieser Backvitrine genommen und habe aber bei der Verkäuferin oder dem Verkäufer gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn sie schon ein Stück isst davon oder er. Ja, immer. Mein Sohn hat gerne früher diese Weltmeisterbrötchen gegessen und meine Tochter einfach die Brezeln. So. Und wie gesagt, das habe ich ja auch dann bezahlt. Ne? Also es war jetzt nie so, dass ich das dann ja, nicht bezahlt hätte. Ja. Ich meine, dagegen spricht ja auch nichts. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass man sowas so macht, ja. Ja, aber das andere halt nicht. Ne? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch so eingefahren drin, aber ja. Ich habe auch im Nachhinein gedacht, eigentlich hätte ich auch auf meine Tochter hören sollen und ins Geschäft gehen sollen und vielleicht das halt einfach schildern sollen. Ich glaube schon, dass die Leute dann auch geguckt hätten und Verständnis dafür gehabt hätten. Also jetzt im Nachgang kann ich mir das nicht vorstellen, dass da irgendwas schiefgelaufen wäre dann. Aber irgendwie hatte ich da am Mittwoch keine Muße zu, da bin ich aber auch selber dran schuld. Und irgendwie hat mir da am Mittwoch auch, ja, wie soll ich sagen, der Mut dafür gefehlt. Also ich dachte dann, warum sollen die mir glauben, dass ich das Popcorn nicht am Auto vielleicht aufgemacht habe? Ja, also, ne, das kann ja auch sein. Ja, von daher, aber gut. Was will man machen? Aufmerksamer sein sollte man dann. Ja. Und das werde ich dann das nächste Mal einfach sein. Es sollte nicht sein mit dem Popcorn. Das nächste Mal. Mal schauen. Vielleicht am Mittwoch. Das nächste Mal wieder dann. Mal gucken. Ja, aber ist dir das auch schon mal passiert, dass du was geholt hast, wo du im Nachhinein festgestellt hast, oh, ups, da stimmt ja was nicht? Das würde mich mal interessieren, oder ob ich damit so ein bisschen alleine bin. So unaufmerksam beim Einkaufen bin. Das kann ja auch sein. Aber in manchen Situationen ist das halt so. Ja. Ja, das war meine Einkaufsstory von der Woche. Aber was war es sonst noch? Ja, die Kinder hatten, wie gesagt, die erste Woche jetzt Ferien. Die sind, ich glaube, jetzt schon tiefenentspannt. Aber das haben sie sich auch verdient. Doch, doch. Ich bin auch froh, dass sie
jetzt so ein bisschen daheim sind und gucken und machen können. Ja, ich bin ein bisschen bin ich, so ein kleines Mühe bin ich traurig, denn ich hatte ja erzählt, mein Sohn macht ja mit der DLRG jetzt in den Ferien so eine Freizeitveranstaltung für Kinder. Und da hatten sie 12, ich glaube 12 Plätze waren es, frei. Also wo man sich anmelden konnte. Die Eltern können die Kinder sozusagen abgeben. Und dann verbringen die halt den ganzen Tag mit der DLRG. Und dann können sie halt später wieder abgeholt werden. Und da waren wir jetzt bei den Vorbereitungen am Planen, dass halt die Helfer auch was zu essen kriegen und die Kinder was zu essen kriegen und. Und ja, ein bisschen schade. Also bis jetzt, ich will das gar nicht sagen, weil ich finde das echt schade, hat sich nur ein Kind angemeldet. Aber das finde ich irgendwie, ja, mega schade. Ich meine, es ist Urlaubszeit. Die Leute sind auch in Urlaub, um Gottes Willen. Aber das stand in der Zeitung und ja, wurde halt schon ein bisschen publik gemacht, das Ganze. Und ja, das ist ein bisschen schade, finde ich. Auch für jetzt die Helfer dann. Ja, dass da nicht so die Leute kommen. Ja, finde ich ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Aber gut, muss man das Beste draus machen. Es wurde jetzt gesagt, wenn dann keine Anmeldung mehr kommt, also es ist noch ein bisschen Zeit, aber wenn dann keine Anmeldung kommt, dann wird das für das eine Kind ein super Erlebnis, denn es wird trotzdem stattfinden. Man hatte erst gedacht, dass es für ein Kind wird sich das also nicht wirklich rentieren, aber wenn man dem einen Kind wenigstens ein bisschen vielleicht Schwimmen beibringt oder so, ich weiß halt nicht, ob es schon schwimmen kann, aber wenn man denen am Schwimmen beibringen kann oder es sicherer machen kann in den Gewässern, also im Schwimmbad eigentlich, ja, aber trotzdem, ja, ist das schon viel wert und deswegen haben die Helfer, Betreuer da gesagt, nee, das findet trotzdem statt, wir machen das, auch wenn es nur für ein Kind dann ist. Und das wiederum finde ich schon klasse. Ja. Ja, aber gut, das ist noch ein bisschen hin. Vielleicht kommen ja noch Anmeldungen, wer weiß. Ich fände es schön für die Leute, weil sie sicher auch da ein bisschen Arbeit mitmachen. Und ja auch, es ist ja da alles, die Helfer sind alle auf freiwilliger Basis. Ja, und deswegen wäre es schön für sie, wenn da vielleicht doch noch 1, 2, 3, 4, 5 Anmeldungen kommen. Ja, und wenn nicht, dann ist es so. Kann man auch nicht ändern. Ja, das einmal dazu. Da war mein Sohn auch sehr geknickt, muss ich sagen. Also, aber gut. Damit muss man auch umgehen lernen, ne? Das ist manchmal auch alles ein schöner Lernprozess, finde ich. Ja. So ist es. Wie war eigentlich deine Woche? Hast du was Schönes erlebt? Hast du was Schönes gemacht?
Wie war die Arbeit? Hat alles funktioniert, wie du es dir gewünscht hast? Es ist ja schon interessant. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare, wenn du möchtest. Denn dann können wir uns ein bisschen da austauschen. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was du vielleicht jetzt gerade tust. Du siehst ja, ich painte. Wenn ich mir so ein Video anschaue von anderen Creatoren, dann muss ich ja gestehen, painte ich nicht. Und ich mache auch keine Handarbeit, sondern entweder mache ich meine Hausarbeit, ja, weil ich nur zuhöre dann, oder ich entspanne, je nachdem wie lang das Video ist. Dann trinke ich auch mal nur einen Kaffee dabei oder Tee, je nachdem, ja. Ja. Den Kaffee trinke ich eigentlich nur morgens direkt und dann nicht mehr. Ja. Ja, so ist das. Ich muss mal jetzt noch gucken, ich weiß noch nicht, was die nächste Woche so alles ansteht. Da muss ich noch mal im Plan gucken. Ich habe mal noch geschaut eben oder überlegt eben, was ich alles gekocht habe. Und es hatte ja jemand geschrieben beim letzten Mal, dass er selbstgemachte Burger halt macht. Die habe ich nicht gemacht, aber das finde ich eine sehr schöne Idee. Da werde ich mal schauen, dass ich das auch noch mal mache mit den Kindern. Aber wir haben dann so selbstgemachte Pizza gemacht. Also diesmal dann auch den Teig dann selber gemacht. Und dann konnte sich jeder wieder seine Pizza so belegen, wie er das möchte. Normalerweise hole ich immer so einen Fertigteig eigentlich. Aber wie gesagt, diesmal haben wir das mal komplett selber gemacht. Auch nicht schlecht. Aber das müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, Übung macht den Meister, ne? Also das müssen wir noch ein bisschen üben. Das fand ich, hat noch nicht so super funktioniert. Vielleicht hat es auch am Wetter gelegen, aber irgendwie wollte der Teig nicht so. Ja, oder der Teig hätte wirklich über Nacht im Kühlschrank ruhen müssen. Das haben wir halt nicht gemacht, sondern ich habe den Teig gemacht, er ist aufgegangen, geknetet und dann noch einmal geknetet und dann haben wir Pizza gemacht daraus. Ja, wir waren sehr ungeduldig. Ja. Und dann hatte ich noch beim Kommentar gelesen, dass sie bei der Wärme auch einfach nur mal ein Eis essen. Und da dachte ich, oh, das ist eine geile Idee. Und wir haben dann einfach selbstgemachtes Joghurteis gegessen. Also wir haben uns ein Rezept rausgesucht mit Sahne und Kondensmilch und haben das dann im Gefrierfach kalt gestellt und haben das dann am nächsten Tag als Mittagessen gegessen, so nach dem Motto. Ausnahmen dürfen auch mal sein, das ist jetzt wirklich nicht die Regel bei uns. Aber ich dachte,
in den Ferien, dass so eine schöne Idee kommt. Das machen wir. Obwohl in den Ferien war das nicht. Das habe ich wie es die Zeugnisse gab, freitags. Das war noch außerhalb der Ferien. Haben wir das gemacht. Ja, aber das ist auch eine schöne Idee. Finde ich jetzt. Also, da haben die Kinder natürlich wieder fleißig mitgeholfen. Ja, meine Tochter hat sich da draus, die isst ja gerne die Oreo-Kekse. Da hat sie sich Oreo-Eis gemacht. Und mein Sohnemann hat sich daraus Erdbeereis gemacht. Ja, gewusst wie. Wir hatten ja nur wie soll ich das nennen? Diesen Standard sozusagen. Oder dieses weiße Eis halt. Ohne Geschmack, ohne alles. Obwohl Geschmack war da wahrscheinlich schon durch die Sahne und die Kondensmilch. Ja, aber die Kinder haben sich dann noch so selbst die Sachen da mit rein gemacht. Und das dann halt eingefroren, halt jeder dann seins. Und dann haben sie das schön fertig gemacht und dann hat das nachher lecker geschmeckt. Deswegen, das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Ich denke mal, dass wir das auch nochmal wiederholen werden. Weil das hat jedem Spaß gemacht. Und ja, ich selber habe sogar auch dann Eis gegessen. Ich bin nicht so der Eistyp. Aber auch da habe ich dann was von gegessen. Ich habe dann von jedem was probiert. Die waren so nett und jeder hat mir was abgegeben. Ja, genau. Ja, und jetzt war ich am Überlegen, muss ich ehrlich sagen, ob ich mir nicht, sondern ob ich für uns hier nicht so, wie soll ich sagen, so eine Eismaschine holen sollte. Bin ich halt am Überlegen. Wir nicht, ich bin da am Überlegen. Aber ich weiß es auch nicht, weil mein Mann der isst unheimlich gerne Eis. Also der ist wirklich, ja, der mag das halt sehr, sehr gern. Und wie gesagt, die Kinder halt auch. Ja, ich esse Eis, aber wenn es nicht da ist, dann ist es auch nicht schlimm für mich. Ja. Ja, hast du da vielleicht schon mal, oder hast du eine Eismaschine und hast du da Erfahrung mit, lohnt sich sowas oder eher nicht? Ich weiß es nämlich nicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen und deswegen, ja, wir hatten früher mal eine Eismaschine, das war die war mal super günstig damals. Als zweite Wahl hatte ich die gekauft. Und da ist uns aber dieser Eisbehälter ist kaputt gegangen. Also der ist mal runtergefallen und dann war der hinüber. Und danach haben wir halt keine Eismaschine mehr gekauft. Und dieselbe habe ich auch nicht mehr gefunden. Sonst hätte ich die damals nochmal gekauft, weil mit der war ich eigentlich ganz zufrieden. Ja. Und jetzt hatte ich mal geguckt, da gibt es ja so viele unterschiedliche Sachen. Da wusste ich dann nachher nicht mehr, wie, wo, was. Und dann dachte ich, ach nee, komm, guckst erst mal, hörst dich erst mal um. Ja, deswegen, falls du da Erfahrungen hast mit so Eismaschinen, schreib mir das gerne mal. Oder wenn du eine Empfehlung hast, weil du die selber vielleicht zu Hause hast, kannst du mir das auch gerne mal schreiben. Weil dann schaue ich mal.
Deswegen war ich auch froh, dass wir uns in den Kommentaren so austauschen, auch mit dem Essen zum Beispiel. Denn dann kriege ich immer wieder neue Ideen und denke dann, ach ja, das kannst du auch mal machen. Ja, das stimmt, daran hast du auch nicht gedacht. Ja, da bin ich immer mega happy, weil das vergrößert sozusagen bei mir die Auswahl, was gekocht wird. Genau. Ja, was jetzt die Woche so gekocht wird, das weiß ich noch nicht. Ich habe mir noch gar keinen Kopf gemacht. Ich weiß auch noch nicht, was ich heute mache. Keine Ahnung. Keinen Plan. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht finde ich noch was in der Gefriertruhe. Also ich habe meistens in der Gefriertruhe immer noch mal ein paar Würstchen eingefroren. Also so Standardsachen für mich habe ich da eingefroren. Oder einmal Hackfleisch. Und was habe ich auch immer eingefroren? Hähnchenbrust habe ich immer eingefroren nochmal. Ja, vielleicht mache ich da was. Mal schauen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wobei ich sagen muss, ich habe gar nicht so Lust auf sowas, sondern ich hätte eigentlich lieber gerne einen Auflauf. Vielleicht mache ich auch so einen Kartoffel-Spargelauflauf. Den hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Den finde ich auch sehr, sehr lecker. Ja, mal gucken. Das wäre ja auch ganz gut. Dann nehme ich den Spargel aus dem Glas oder ich habe den Spargel so tiefgefroren gekauft. Ich bin immer aus dem Bild. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall habe ich Spargel tiefgefroren gekauft. In so einem Beutel, in so einer Tüte. Und den wollte ich auch mal ausprobieren. Da könnte ich eigentlich den mal mit dem Auflauf verbinden. Und dann könnte ich das machen. Ja, das wäre doch mal was. Wenn das in so einem Auflauf ist, essen die Kinder das auch. Ich meine, meine Tochter mag nicht Auflauf an sich so gerne, aber sie isst. Aber halt nicht als allerliebstes Essen. Um Gottes Willen muss er auch nicht. So hat jeder sein Ding sozusagen. Ja. Genau. So ist das. Mal schauen, was es gibt. Da gucke ich dann noch. Ja, du siehst hier, das Bild lässt sich wunderbar painten. Wenn ich nicht so oft aus dem Bild war, hast du das vielleicht gesehen. Und falls nicht, es tut mir leid, ich habe nicht darauf geachtet. Ja. Ja, so ein Video gefällt mir immer ganz gut. Das mag ich gerne, weil ich dann einfach so ein bisschen erzählen kann, was mir durch den Kopf geht. Und ja, einfach diese Art zu painten genießen kann. Ja, das ist schon schön. Ja, ich weiß jetzt noch gar nicht, am Dienstag, was ich dir da zeigen soll. Ich meine, ich habe hier noch Bilder, ja, die ich noch nicht gezeigt habe und dir zeigen könnte. Ich denke mal, es wird auch darauf hinauslaufen. Das mit den Bildern von Trudis Diamond Painting Art Shop. Die Abstimmung mache ich noch rein. Da kam ich noch nicht dazu. Und dann werde ich das Bildchen aber erst für den August. Jetzt wollte ich schon Juli sagen. Nee, für den August
anfangen. Ja. Und dann das so nach und nach einmal mitpainten, sozusagen. Dann siehst du immer im Stand der Dinge, ob ich da ein Fältchen gepaintet habe oder nicht. Und ja, ne? Ich denke mal, das ist doch auch ganz schön. Dann habe ich für August schon mal ein Bildchen, wo ich dann weiß. Und dann passt das. So, sollen wir noch hier das machen? Ja, das eine machen wir noch. Und dann denke ich mal, habe ich schon ganz viel erzählt. Ach ja, manchmal, gell? Das ist auch immer schön zu sehen, wie so ein Bildchen entsteht. Ja, wie das richtig Form annimmt, Stein für Stein. Das ist schön. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Ja. An was paintest du denn vielleicht gerade? Oder was hast du auf deinem Tischchen liegen? Manche haben ja wirklich super große Bilder. Das ist ja dann auch schön, wenn man da immer wieder zurückkehren kann zu so einem Bild. Deswegen schreib mir gerne mal, welches Bildchen vielleicht du jetzt nicht gerade auf dem Tisch hast, aber an welchem Bildchen du paintest. Und ob du vielleicht immer, so wie ich jetzt, mehrere Bilder am Start hast oder eher nur ein Bild und dann das nächste machst. Ja, so habe ich auch früher gepaintet. Das war auch super, hat mir super viel Spaß gemacht. Aber jetzt, momentan mag ich es gerne, wenn ich an mehreren Bildern painten kann. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Aber jetzt momentan habe ich das sehr, sehr gerne. Ja. Na komm, machen wir den Cupcake ein bisschen noch die Äugchen, hier die Äugelein. Und dann machen wir Schluss. Also so geht das immer bei mir. Ich denke immer, ja, die Farbe noch. Und nee, wir machen nur noch ganz kurz die Farbe. Und dann ist es abends spät und dann, oh Mist, du musst ins Bett. Ich painte meistens, wenn Schule ist, wenn die Kinder schon schlafen. Jetzt sind sie natürlich länger auf. Länger wie ich. Und dann, painte ich trotzdem immer ein bisschen später und dann, ja. Genau. Aber meistens dann abends. So. Jetzt würde ich eigentlich noch die Raute. Nein. Nichts da. So, den Rest painte ich nachher. Ich würde sagen, so ist das doch super. Der Sonnenschein von draußen. Halt so. Fällt schon hier voll, macht schon einen schönen Schatten hier. Ja, soweit bin ich. Du siehst die Steinchen liegen schön, liegen super. Ist eine sehr schöne Qualität. Auch wenn die Leinwand hier ein bisschen fester ist, aber trotzdem finde ich, sieht es gut aus. Ja, ich hoffe, dir hat das kleine Stand der Dinge und das kleine Painte mit mir, oder ich weiß gar nicht, wie kann man das denn nennen, weil es paintet ja nicht jeder. Das gemeinsame Zeit verbringen, dass dir das gefallen hat. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib die gerne unten in die Kommentare. Dann besprechen wir das beim nächsten Mal. In diesem Sinne hoffe ich,
dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann wäre es schön, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bleib gesund, mach's gut, hab noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!